In meinem Video 5 NBA-Legenden, die heute dominieren würden, hatte ich schon etabliert, dass in der NBA die größten Athleten der Welt spielen, aber auch unter den NBA-Spielern gibt es nochmal Unterschiede zwischen normalen Athleten und ich stopfe einem 2,30 Meter Mann den Ball in die Fresse Athleten. Viele von euch hatten mir bei Instagram geschrieben, dass ich diesen und jenen Spieler damals auf der Liste vergessen hätte, und da diese Jungs alle in den 2000ern gespielt haben, bekommen sie heute ihr eigenes verdientes Video. Was geht, meine Freunde, KobeBjoern ist am Start, heute mit einem Monster-Shoutout an meinen Homie Mr. Mike. Der OG der deutschen Basketballwelt war so freundlich, mir gestern in seinem neuen Video Props zu geben. Hat mich echt gefreut, was er da für nette Worte über den Kanal gefunden hat. Viele von euch haben dann auch unter meinem letzten Video den Hashtag Grüße von Mr. Mike dagelassen. Dieser Shoutout von ihm hat also auf jeden Fall neue Zuschauer auf den Kanal gebracht, was mich als Content Producer natürlich übertrieben freut. Deshalb wollte ich hier Mr. Mike nochmal ein fettes Danke dalassen und damit zurück zum Video. Die 2000er waren so vollgepackt mit krassen Athleten, dass ich echt Probleme hatte, die Liste auf 5 Spieler zu kürzen. Ich habe mich dann entschieden, in diesem Video nur Spieler zu nennen, die bereits Legenden sind oder bald sein werden. Das heißt, wir werden heute keinen Shannon Brown und seine unmenschliche Sprungkraft sehen oder Jamario Moon, weil diese Jungs in der NBA einfach nicht viel gerissen haben. Wenn ihr Bock habt, kann ich noch ein Video zu den unbekanntesten Athleten der 2000er machen, aber jetzt schauen wir uns erstmal die NBA-Legenden an, die spielerisch und athletisch einfach alles zerfetzt haben. Nummer 5, Allen Iverson. Wer die Chance hatte, Allen Iverson Anfang der 2000er spielen zu sehen, der kann sich echt glücklich schätzen. Der Answer ist wahrscheinlich der beste Athlet unter 1,80 Meter, den wir je gesehen haben. Und selbst wenn wir alle Point Guards in NBA History, egal welcher Größe, nebeneinander aufreihen würden, wäre Iverson hinter Westbrook und D-Rose wahrscheinlich immer noch der athletischste von allen. Der Mann war so unfassbar schnell auf dem Court, dazu konnte er aus der Halle springen und hat regelmäßig über 2,10 Meter Typen gestopft. Die meisten Leute haben Iverson vor allem für seine Crossover-Erinnerungen und den Step-Over Tyronn Lue, aber guckt euch mal sein Crossover genauer an. Nachdem er den Ball von der einen auf die andere Seite gezogen hat, ist sein erster Schritt so ultra-lord schnell. Der einzige Spieler, mit dem man Iverson heutzutage vergleichen könnte, wäre vielleicht Kyrie Irving. Beide haben brutales Ballhandling, sind tödliche Scorer und können in der Zone akrobatisch gegen die Bigs abschließen. Aber Iverson hatte noch diesen unmenschlichen Speed und eine brutale Sprungkraft, 2 Fähigkeiten, die Kyrie auf jeden Fall fehlen. Dazu war AI, wenn er wollte, ein brutal guter Verteidiger. Jahrelang war er der Spieler mit den meisten Steals pro Spiel, dabei kam ihm auch immer wieder seine Schnelligkeit und vor allem seine langen Arme zur Hilfe. In Sachen Speed würde ich Iverson auf eine Stufe mit Westbrook stellen, also vor allem im Fastbreak und im Coast-to-Coast kenne ich keinen Spieler, der die beiden stoppen könnte, außer vielleicht LeBron mit einem Chase-Down-Block. Iverson hat in seinem Prime regelmäßig 40, 50 und einmal sogar 60 Punkte in einem Spiel gedroppt, und das als kleiner Typ mit 1,80 Meter und nur 76 Kilo. Also wenn ihr das nächste Mal an die besten NBA-Athleten aller Zeiten denkt, dann vergesst bitte nicht Allen Iverson. Der Mann war der schnellste Point Guard, den wir je gesehen haben. Nummer 4, Tracy McGrady. Also ich sage erstmal gar nichts und zeige einfach nur diesen Clip hier. Also wenn ein Kommentator meint, du hättest mit deinem Dank die Schwerkraft außer Kraft gesetzt, dann hast du es echt geschafft. Tracy McGrady war Anfang der 2000er einer der aufregendsten Spieler der NBA. Der Junge kam direkt aus der Highschool in die NBA und packte schon als Teenager unglaubliche Moves aus. Egal ob in Toronto, Orlando oder Houston, T-Mac war bis zu seinen Verletzungen ein absoluter Superstar. 2003 und 2004 führte er die NBA im Scoring an. Er hatte brutale Duelle mit Kobe Bryant und LeBron James. T-Mac war auch praktisch eine Fusion aus Kobe und LeBron, also für damalige Verhältnisse ziemlich groß, trotzdem super schnell auf den Beinen, konnte zu jedem Zeitpunkt 40 oder 50 Punkte auflegen. Als Kobe Bryant gefragt wurde, wer sein härtester Gegenspieler war, hat er ohne zu zögern Tracy McGrady genannt, und wir wissen, dass Kobe gegen LeBron, Kevin Durant und sogar gegen Michael Jordan gespielt hat. T-Mac war auch der erste Spieler, der sich den Alley-Oop selbst ans Brett geworfen und dann gestoppt hat, aber nicht nur im All-Star-Game, sondern auch ein paar Mal in einem richtigen Spiel. Was uns an McGrady so fasziniert hat, war die Art und Weise, wie er sich bewegt hat, und weil es echt schwer zu erklären ist, was T-Mac ausgemacht hat, lasse ich es von dem Mann zusammenfassen, der McGrady 1997 gedraftet hat, Isaiah Thomas. No, I drafted McGrady in Toronto, and the thing that I saw in him that I loved about him in high school was that he did everything so easily, and it gave the appearance that he was nonchalant, he didn't care. But when you really broke it down on film, he was fast, he was athletic, he was quick. Offensively, you know, his moves were quick, but they were slow because he was that fast.
Das bringt es auf den Punkt, die Bewegungen waren einfach so schnell, dass es fast schon langsam wirkte. Ich weiß, total komisch beschrieben, aber wenn ihr die Highlights von ihm seht oder euch vielleicht sogar mal ein ganzes Spiel auf YouTube reinzieht, dann werdet ihr verstehen, was Isaiah hier gemeint hat. Einer der athletischsten Small Forwards / Shooting Guards, die wir je gesehen haben, und natürlich der Mann, der 13 Punkte in 35 Sekunden gescored hat. Hätte sich T-Mac nicht den Rücken zerstört, dann gäbe es heute wahrscheinlich bessere Erinnerungen von ihm. Leider hat er es aber nie alleine aus der ersten Playoff-Runde geschafft und so gibt es halt nicht diese großen Momente von T-Mac, aber trotzdem darf man diesen Hall of Famer nicht vergessen, vor allem wenn es um die athletischsten Spieler der 2000er geht. Nummer 3, Kevin Garnett. Der Big Ticket muss einfach auf jede Liste, die irgendwie mit den 2000ern zu tun hat. KG war Anfang der 2000er so ein Monster auf der Power Forward Position, athletischer als jeder andere Vierer in NBA History, ein brutaler Verteidiger, Rebounder und Shotblocker, in der Offensive ausgestattet mit Post Moves und einem konstanten Fadeaway. Kevin Garnett war der erste 2,11 Meter Power Forward mit den Fähigkeiten eines Guards. Er konnte dribbeln, war schneller als seine Gegner und konnte das Spiel sowohl vorne als auch hinten dominieren. Der beste Vergleich für Prime KG ist wahrscheinlich Giannis, also nicht vom Skill-Level. KG dürfte auf jeden Fall um einiges besser gewesen sein als Giannis, aber ich meine von der Athletik her. Der Unterschied ist nur, dass Giannis viel Point Guard spielen darf, während KG halt immer nur auf der 4 gespielt hat. Deshalb war er auch ein überragender Post-Player und wenn ihr heute Leute seht wie Kevin Durant, Anthony Davis und Giannis, dann könnt ihr euch bei Kevin Garnett bedanken, denn er ist der Grund, warum diese 2,11 Meter Freaks plötzlich anfangen, die besten Shooter in der NBA zu werden. KG hat auf jeden Fall den Weg für alle großen Spieler geebnet, die keine Lust haben, 48 Minuten im Post rumzustehen. Seine Athletik könnt ihr ja selbst im Video sehen. Mein Lieblingsmoment von ihm ist, als er den Fehlwurf hier im Sprung an der Hüfte fängt und ihn dann trotzdem noch stopfen kann. Dafür braucht man so viel Körperbeherrschung und eben Athletik. KG wird uns auch immer in Erinnerung bleiben, vor allem wegen seiner Intensität und dem Titel, den er damals in Boston gewinnen konnte. Eine absolute NBA-Legende, die das Spiel Anfang der 2000er revolutioniert hat. Nummer 2, Vince Carter. Wenn wir schon Tracy McGrady auf der Liste haben, dann darf natürlich sein Cousin nicht fehlen. Vince Carter, ich hoffe, darüber freut sich vor allem mein Homie Air Canada, der schon unter meinen Videos kommentiert hat, als ich noch so 50 Abonnenten oder sowas hatte. Diese Nummer 2 ist für dich, Digga. Vince Carter, Vince Sanity, half man, half amazing. What the fuck soll ich über diesen Mann sagen? Er ist der größte Dunker aller Zeiten. Bei den Olympischen Spielen in Sydney ist er über einen 2,17 Meter großen Center gesprungen. Vince hat nicht nur über ihn gedankt, nein, er ist über den Kopf des Mannes drüber gesprungen. Und nochmal, der Typ, Frédéric Weiss aus der französischen Nationalmannschaft, der war 2,17 Meter groß. Im selben Jahr hat Vince eine der legendärsten Performances im NBA Slam Dunk Contest hingelegt. Sein 360 Windmill aus der ersten Runde ist für mich bis heute der perfekteste Dunk, den ich jemals gesehen habe. Achtet einfach auf die Reaktion der anderen NBA-Spieler, die gehören ja selbst auch zu den besten Athleten der Welt und können einfach nicht glauben, was sie da gerade gesehen haben. Der anschließende Between the Legs Alley-Oop mit der Vorlage von T-Mac ist mindestens genauso brutal. Und als er dann beim nächsten Dunk den Arm bis zum Ellenbogen durch den Ring gesteckt hat, war der Contest sowieso schon gelaufen. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass Vince ein eindimensionaler Dunker war, der sonst nicht viel auf die Reihe bekommen hat, aber so war es nicht. Vince war für lange Zeit einer der besten Spieler in der NBA. Leider hat er wie sein Cousin Tracy McGrady nie etwas Großes in den Playoffs gerissen und gerät dadurch oft in Vergessenheit, aber auch ein Vince Carter konnte in seinem Prime gerne mal 50 Punkte droppen. Dazu war er wie Dominique Wilkins einer der wenigen Dunker, die ihre besten Dunks nicht im Contest, sondern im Spiel gezeigt haben. Und um das zu beweisen, will ich zum Abschluss noch 2 Clips zeigen, die mich bis heute einfach nur aufspringen lassen, wenn ich sie sehe. Der erste ist vom Rucker Park. Checkt diesen unmenschlichen Windmill Alley-Oop. Kopf auf Ringhöhe, gestreckte Arme, die Fans drehen komplett durch. Und dann noch dieser hier, der krankeste Alley-Oop, den ich jemals gesehen habe. Oh mein fucking Gott, Alter. Das war in irgendeinem Charity-Game. Off the backboard, full extended windmill, unfucking believable, einfach nur half man, half amazing. Nummer 1, the Big Shaqtus himself, Shaquille O'Neal. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, warum zur Hölle steht Shaq an Nummer 1? Ist das nicht dieser Fettsack aus Phoenix und Boston? Und ja, ihr habt recht, Shaq hat sich nach 2005 auf jeden Fall ziemlich gehen lassen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Typ schon 1992 in die NBA kam und ziemlich schnell der dominanteste Center der NBA wurde. Diese Kombination aus Größe, Masse und Beweglichkeit ist einfach einzigartig in der Geschichte der NBA. 2,16 Meter groß, zwischen 140 und 150
155 Kilo schwer und trotzdem in jedem Fastbreak ganz vorne mit dabei. Shaq war damals und ist es auch für heutige Verhältnisse noch einfach nur ein Mutant. Ihr seht ja die Highlights und ich denke, viele von euch werden überrascht sein, wie agil Shaq eigentlich mal war. Er war einfach schneller und stärker als alle anderen Center. Dazu hatte er für seine Größe eine brutale Sprungkraft. Das wäre so, als wenn man den Greek Freak ein bisschen strecken, ihm noch mehr Muskeln geben und den jungen Mann dann auf Center stellen würde. Wenn man sich das Video anguckt, wirkt das fast schon unfair, wie Shaq seine Gegner dominiert hat. So athletisch, wie wir ihn hier sehen können, war er ungefähr bis 2001. Danach hat er angefangen, immer mehr Masse aufzubauen und sich auf sein Postgame zu konzentrieren. Seine Athletik war natürlich nicht plötzlich verschwunden, aber wenn du 10, 15 Kilo auf deinen Körper draufpackst, dann wirkt sich das natürlich auf deinen Speed aus. Trotzdem führt kein Weg daran vorbei, Shaq als größten Athleten der frühen 2000er zu krönen. Die Größe, die Power und die Geschwindigkeit sind einfach unmenschlich und da habt ihr sie, die krassesten Athleten der frühen 2000er. Ich hoffe, ihr hattet dann im Video genauso viel Spaß wie ich. 2004 habe ich die NBA entdeckt und deshalb sind Iverson, T-Mac und Vince einfach die Helden meiner Kindheit. Es hat mega Bock gemacht, die alten Clips nochmal rauszusuchen und nochmal in diese Anfangszeit zurückzukehren. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das war's leider schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace!